Eine der nervigsten Dinge, die dir in deiner Buchhaltung passieren können, sind Amazon-Rechnungen. So schön, bequem und einfach Amazon auch ist als Einkäufer, so nervig ist Amazon in der Buchhaltung. Und tatsächlich gibt es ein paar Dinge, die du beachten solltest, wenn du als Selbstständiger bei Amazon einkaufst. Und es gibt auch eine Steuerfalle, die dir wirklich teuer zu stehen kommen kann, in die du vielleicht reingelaufen bist, ohne es überhaupt mitbekommen zu haben. Worauf du bei Amazon in deiner Buchhaltung achten solltest, das schauen wir in diesem Video mal etwas genauer an. Grundsätzlich bekommst du ja fast alles bei Amazon, also auch alles für deine Selbstständigkeit, sei es nun Wareneinkauf, irgendwelche größeren Anschaffungen wie ein Schreibtisch, ein Bildschirm, ein Laptop. All die ganzen Dinge, die du für deine Selbstständigkeit brauchst, die findest du wahrscheinlich irgendwie bei Amazon. Und es liegt natürlich auch nahe, dass du diese Dinge denn da einfach kaufst. Du hast wahrscheinlich, wenn du privat bei Amazon einkaufst, auch einfach ein Amazon-Konto und da liegt es natürlich nahe, jetzt auch die Unternehmensanschaffungen einfach über diesen Amazon-Account zu machen. Und das wirkt auf den ersten Blick auch relativ simpel. Du kannst bei Amazon eine Rechnungsadresse hinterlegen und bekommst dann in der Regel auch eine Rechnung, die du dann ja theoretisch, so sollte man meinen, einfach in deine Buchhaltung übernehmen kannst. Das Nervige bei Amazon ist manchmal, dass diese Rechnungen nicht immer vorhanden sind. Das heißt, manchmal musst du bei Amazon reinklicken, die Rechnung erstmal anfordern und dann ein paar Tage warten und dann hast du tatsächlich die Rechnung. Aber manchmal ist diese Rechnung, ja, wie soll man sagen, eher ein Nachweis und diese Rechnung, die du bei Amazon bekommst, die entspricht nicht immer den deutschen Steuergesetzen. Vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, gerade wenn du bei Unternehmen einkaufst, die aus China kommen beispielsweise, dann bekommst du manchmal ein Dokument als Rechnung präsentiert, was man nur schwer lesen kann, wo der Steuerausweis nicht so richtig stimmt und so weiter. Tatsächlich arbeitet Amazon aber daran, dass diese Rechnungen immer einheitlicher aussehen. Aber du hast bei vielen Amazon-Rechnungen wahrscheinlich trotzdem ein ganz zentrales Problem. Und welches Problem das genau ist, das schauen wir uns mal auf meinem Bildschirm etwas genauer an. Wir sehen hier eine ganz normale, standardisierte Amazon-Rechnung. Also keine dieser katastrophalen Rechnungen, wo man anschließend gar nicht so genau weiß, was eigentlich draufsteht, sondern wirklich eine standardmäßige Amazon-Rechnung, die ja sehr ordentlich aussieht auf den ersten Blick. Das heißt, wir haben hier den Rechnungsempfänger, hier unten steht die Rechnungsadresse, die Lieferadresse und hier steht auch, wer denn jetzt eigentlich uns was verkauft hat. Und zwar Amazon mit Sitz in München. Hier unten steht natürlich drauf, was sie mir verkauft haben. Das ist jetzt zufälligerweise nichts für mein Unternehmen gewesen, denn das ist eine Paw Patrol Puppe gewesen und hier steht der Preis inklusive Umsatzsteuer. Das heißt, ich habe einen Nettopreis von 14,38 €, habe 19% Umsatzsteuer drauf, das sind 2,73 € und das ergibt einen Bruttopreis von 17,11 €. Das sieht ja soweit auch richtig aus, weil mir hier jetzt ja ein Münchner Unternehmen etwas verkauft. Mein Sitz ist in Berlin. Das heißt, wir haben eine B2B-Geschäftsbeziehung. Beide Unternehmen haben ihren Sitz in Deutschland. Umsatzsteuerausweis sieht doch super aus. Diese Rechnung könnte ich doch jetzt nehmen, wenn das ein unternehmerischer Einkauf wäre, in meine Buchhaltung packen und ganz normal als Betriebsausgabe geltend machen und mir entsprechend diese 2,73 € als Vorsteuer wiederholen. Würde man denken, ist aber leider falsch. Und zwar sehen wir hier die Umsatzsteueridentifikationsnummer von Amazon und hier auch übrigens noch einmal. Und diese Umsatzsteueridentifikationsnummer fängt an mit LU. Das bedeutet, das ist keine deutsche Umsatzsteueridentifikationsnummer, sondern eine luxemburgische Umsatzsteueridentifikationsnummer. Das liegt daran, weil Amazon seinen Europasitz in Luxemburg hat. Und diese Angabe dieser luxemburgischen Umsatzsteuernummer führt dazu, dass umsatzsteuerrechtlich Amazon diese Ware nicht aus Deutschland verkauft hat, sondern aus Luxemburg. Das heißt, wir haben einen Verkauf von einem in Luxemburg registrierten Unternehmen an ein deutsches Unternehmen. Und da ist es dann vollkommen egal, dass hier München als Adresse steht, sondern entscheidend ist die Angabe der ausländischen Umsatzsteueridentifikationsnummer. Und jetzt haben wir mit dieser Rechnung ein ernsthaftes Problem, weil wenn du als Unternehmen bei einem anderen Unternehmen einkaufst und dieses andere Unternehmen hat seinen Sitz im EU-Ausland, dann ist das Ganze ein innergemeinschaftlicher Erwerb. Das heißt, für einen solchen Einkauf brauchst du eine Nettorechnung, das heißt eine Rechnung ohne Umsatzsteuerausweis. Und den Einkauf bei dir, also der innergemeinschaftliche Erwerb, der ist für dich dann umsatzsteuerpflichtig. Das heißt, richtig wäre hier eine Rechnung über den Betrag von 14,38 € und du meldest dann diesen Einkauf im Rahmen deiner Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt und führst darauf dann die 19% Umsatzsteuer ab. Das ist grundsätzlich auch kein Problem, weil du diese abgeführte Umsatzsteuer in der gleichen Umsatzsteuervoranmeldung auch wieder als Vorsteuer geltend machen kannst. Das heißt, effektiv zahlst du nur den Nettobetrag. Das Problem ist allerdings, wir haben hier auf dieser Rechnung ja genau diesen Fall.
Aber du bekommst keine Nettorechnung, sondern du siehst hier ja ganz offensichtlich, dass du eine Rechnung mit Umsatzsteuer bekommen hast. Und warum ist das so? Weil Amazon gar nicht wusste, dass du als Unternehmen eingekauft hast. Und deswegen hat Amazon die Rechnung so ausgestellt, wie sie auch richtig gewesen wäre, wenn es ein Privateinkauf gewesen wäre. Du kaufst hier aber als Unternehmen ein und brauchst dringend eine Nettorechnung. Das bedeutet, diese Umsatzsteuer auf dieser Rechnung ist falsch. Und eine falsch ausgewiesene Umsatzsteuer kannst du nach § 14c Umsatzsteuergesetz tatsächlich nicht geltend machen. Das bedeutet, wenn du diese Rechnung jetzt in deine Buchhaltung reinpackst, dann kannst du sie nach wie vor als Betriebsausgabe buchen, aber du musst sie tatsächlich mit dem Bruttobetrag buchen, also 17,11 €, und dann musst du tatsächlich diese Rechnung trotzdem nochmal als innergemeinschaftlichen Erwerb versteuern. Das bedeutet, du musst auf den Bruttobetrag dann nochmal die Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen und kannst sie dir dann auch entsprechend wiederholen. Kommen wir zu einer ganz zentralen Frage, und zwar, wie macht man das Ganze denn jetzt richtig? Also wie teilt man Amazon denn jetzt mit, dass dieser Einkauf im Rahmen der Selbstständigkeit passiert und nicht privat? Und das machst du, indem du deine Umsatzsteueridentifikationsnummer angibst. Das heißt, das Angeben der Umsatzsteueridentifikationsnummer in Geschäftsbeziehungen signalisiert immer: Achtung, jetzt arbeite ich hier als Selbstständiger und jetzt ist dieser Umsatz kein Umsatz mehr mit einem Endkunden, sondern ein Umsatz mit einem anderen Unternehmen. Und dann schreibt dir Amazon tatsächlich eine Nettorechnung und dann kannst du diese Nettorechnung tatsächlich ganz normal in deiner Buchhaltung berücksichtigen. Das Problem ist, das kannst du in deinem Amazon-Account nicht so einfach machen. Dafür brauchst du einen Amazon Business Account. Und so ein Amazon Business Account ist tatsächlich auch super schnell erstellt. Ich verlinke dir das Ganze mal unten einfach in der Videobeschreibung, klick da drauf und dann hast du mit wenigen Klicks einen separaten Account. Das heißt, dann hast du einen privaten Account für all deine privaten Einkäufe. Da ist dann auch überhaupt gar kein Problem, wenn jetzt wie in meinem Beispiel Umsatzsteuer ausgewiesen ist. Und dann hast du einen Unternehmensaccount, von dem du einkaufen kannst, sobald du für deine Selbstständigkeit einkaufst. Wenn du dir jetzt denkst, ach, das ist aber ärgerlich, weil ich habe ja Amazon Prime und dann kann ich das ja gar nicht nutzen. Ich habe gar keine Lust jetzt nur, weil ich auch mal was für meine Selbstständigkeit bestelle, jetzt nochmal zusätzlich Amazon Prime abzuschließen. Dann kann ich dich beruhigen, weil Amazon hat eine Funktion, dass du Prime quasi teilst. Also wenn du ein privaten und einen Business-Account hast, dann reicht tatsächlich ein Prime-Abo, damit du für beide Accounts die Prime-Funktion nutzen kannst und zum Beispiel die kostenlose Lieferung in Anspruch nehmen kannst. Wenn du dich bei Amazon Business angemeldet hast und dich einloggst, sieht Amazon für dich so aus. Das heißt, sieht im Wesentlichen aus wie das andere Amazon. Es ist tatsächlich auch das gleiche Produktangebot. Es gibt tatsächlich manchmal Angebote, die ganz speziell an Geschäftskunden gerichtet sind und dann sparst du sogar tatsächlich mit Amazon Business. Und dann hat Amazon Business auch so ein paar andere Vorteile. Zum Beispiel gibt es Integrationen mit Buchhaltungssystemen, wo automatisch die Rechnungen von Amazon direkt schon in dein Buchhaltungsprogramm übertragen werden. Das Ganze geht zum Beispiel für Lexware Office. Ich blende das gerne einmal ein. Und dir werden bei Amazon zum Beispiel die Nettopreise angezeigt, weil du als Selbstständiger hast ja einen Vorsteuerabzug und dich interessiert der Bruttobetrag gar nicht, dich interessiert vor allem der Nettobetrag. Und deswegen findest du hier bei Amazon Business immer die Nettopreise ausgewiesen. Warum wir das Ganze aber machen, ist, dass wir ja überhaupt erstmal Rechnungen bekommen, die es uns ermöglichen, diese Ausgaben bei Amazon vernünftig in die Buchhaltung zu bekommen. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du dafür deine Umsatzsteueridentifikationsnummer angeben musst. Und das Ganze kannst du machen, wenn du auf deine Profileinstellungen gehst. Dann siehst du nämlich hier die Auswahl Umsatzsteueridentifikationsnummer verwalten. Und dann klickst du da drauf und kannst dann hier deine Umsatzsteueridentifikationsnummer hinzufügen. Man sieht schon, ich habe das Ganze schon gemacht. Das heißt, meine Umsatzsteueridentifikationsnummer ist hier eingetragen und damit weiß Amazon automatisch, sobald ich hier einkaufe mit diesem Account, ist das ein Geschäftseinkauf und ich bekomme immer eine ordnungsgemäße Rechnung und kann die dann vollkommen problemlos in meiner Buchhaltung berücksichtigen. Und ich persönlich muss sie nicht mal übertragen in mein Buchhaltungssystem, weil ich Amazon Business mit meinem Lexware Office Account verknüpft habe. Und tatsächlich sehen die Rechnungen dann auch leicht anders aus. Und das schauen wir uns auch einfach mal an. Und zwar gehen wir hier auf mein Profil, wir gucken mal meine Bestellungen an, schauen einmal an, was ich da so gekauft habe. Ich habe Blumen gekauft für mein Büro, künstlichen Blumen, weil ich zu doof bin, sie zu gießen. Und dann finde ich hier oben ja die Rechnung. Und wenn ich da draufklicke, kann ich die Rechnung direkt abrufen.
Und dann sehen wir hier einmal die Rechnung in der altbekannten Struktur. Das heißt, ich sehe einmal den Rechnungsempfänger, ich sehe die Geschäftsadresse, das heißt meine Geschäftsadresse, ich sehe auch die Lieferadresse, wohin ist die Lieferung eigentlich gegangen, und ich sehe ganz rechts einmal den Verkäufer. Das ist in dem Fall nicht Amazon, sondern das ist ja ein Unternehmen aus China. Ich versuche das gar nicht erst auszusprechen. Und was ich vor allem sehe, ist, dass dieses Unternehmen umsatzsteuerlich nicht aus China verkauft, sondern dass sie eine Umsatzsteueridentifikationsnummer angegeben haben, die mit CZ anfängt. Und CZ steht für Tschechien, das heißt, umsatzsteuerlich habe ich hier jetzt einen Einkauf getätigt aus Tschechien. Ich bin ein deutsches Unternehmen, das bedeutet, ich habe genau das gleiche Szenario wie in meinem privaten Account. Und hier weiter unten sehe ich auch, was ich eingekauft habe, und zwar die Kunstpflanzen. Ich sehe den Betrag ohne Umsatzsteuer, also es ist ein Nettobetrag, und sehe auch 0% Umsatzsteuer. Und das ist ja genau das, was wir brauchen, weil wenn ich als Unternehmen einkaufe bei einem anderen Unternehmen aus dem EU-Ausland, brauche ich ja eine Rechnung ohne Umsatzsteuer. Ich bekomme hier unten sogar einen Hinweis, da steht steuerfrei innergemeinschaftliche Lieferung, und genau so soll es aussehen, weil diese Rechnung kann ich jetzt ohne Probleme in meine Buchhaltung übernehmen und kann die jetzt erfassen und buchen als innergemeinschaftlicher Erwerb. Das heißt, ich zahle die 19% Umsatzsteuer auf diesen Rechnungsbetrag und für diese 19% Umsatzsteuer für diesen innergemeinschaftlichen Erwerb an das Finanzamt ab und habe dann zeitgleich, weil ich umsatzsteuerpflichtig bin, auch den Vorsteuerabzug. Das heißt, rein praktisch zahle ich nichts, aber ich kann das Ganze hier auf jeden Fall absetzen, weil die Rechnung ordnungsgemäß und korrekt ist. Kommen wir zum Abschluss dieses Videos und zu meinem eindringlichen Appell. Bitte, bitte richte dir einen Amazon Business Account ein und hinterlege deine Umsatzsteueridentifikationsnummer, wenn du für deine Selbstständigkeit bei Amazon einkaufst. Das Ganze, was wir hier in diesem Video angeschaut haben, ist rein vom Betrag her jetzt kein riesengroßes Thema, weil hier ging es nur um so ein paar Euro Umsatzsteuer. Und bei 2, 3 Euro kann man im Zweifel sagen, naja, das ist mir nicht so wichtig. Und da schaut das Finanzamt im Zweifel jetzt auch nicht so streng drauf, wenn es um 2 Euro Umsatzsteuer geht. Wenn du jetzt aber anfängst, dein Bildschirm, dein Laptop, dein Schreibtisch, dein Schreibtischstuhl, deine Kamera und so weiter bei Amazon zu kaufen, dann reden wir nicht über 2, 3 Euro Umsatzsteuer, sondern da reden wir über Hunderte oder Tausende Euro Umsatzsteuer, die du nicht geltend machen kannst, weil sie auf der Rechnung falsch ausgewiesen sind. Und das Einzige, was dich darauf aufmerksam macht, ist die Umsatzsteueridentifikationsnummer von Amazon, die ganz häufig mit LU beginnt. Oder halt in dem China-Beispiel CZ. Und darauf musst du unbedingt achten. Denn es ist zwar so, dass viele Selbstständige das gar nicht wissen und auch viele Steuerberater in der Form gar nicht wissen, aber das Finanzamt weiß es. Und wenn das Finanzamt in deiner Buchhaltung eine Amazon-Rechnung sieht und das ganz offensichtlich eine Rechnung aus dem Privat-Amazon ist, dann wissen sie genau, worauf sie achten müssen und haben eigentlich den Fehler in deiner Buchhaltung schon gefunden. Und damit das Finanzamt bei dir nicht irgendwann anklopft und Hunderte oder Tausende Euro Umsatzsteuer von all deinen Amazon-Bestellungen zurückhaben möchte, dafür solltest du bitte so schnell wie möglich ein Amazon Business Account einrichten. Durch die Übertragungsfunktion von Amazon Prime sehe ich auch überhaupt gar keinen Nachteil. Das heißt, alle Vorteile, die du durch Amazon Prime vielleicht mit deinem Privataccount hast, so wie ich ehrlicherweise auch, hast du auch bei deinem Business-Account. Deswegen spricht meiner Meinung nach überhaupt nichts dagegen, außer man weiß es nicht. Aber du weißt es jetzt. Und wenn du auch in Zukunft Dinge wissen möchtest, die andere Selbstständige nicht wissen, dann solltest du diesen Kanal abonnieren. Und wenn du neben korrekten Rechnungen von Amazon auch noch andere Dinge für deine Selbstständigkeit brauchst, ein Buchhaltungsprogramm, ein Bankkonto, einen Steuerberater, dann schau dir mal meine Empfehlungen unten in der Videobeschreibung an oder klick einfach direkt hier. Und wenn du das alles schon hast, dann schau doch einfach das nächste Video auf diesem Kanal an. Zum Beispiel das hier oder das hier.